Servus, liebe Leute. Hier ist der Holger. Heute mal ohne Christa. Wir haben ja eine Community-Message hinterlassen an unserem Kanal, dass der Holger jetzt irgendwie eine Woche lang zelten ist. Und ich habe gedacht, ich melde mich hier auch mal kurz. Das stimmt nämlich. Ich bin jetzt eine Woche lang hier zelten mit meiner Familie und mit vielen anderen Familien in so einer Art Familiencamp mitten in der Natur. Und mein Gott, es ist fantastisch hier. Ich habe gedacht, ich hinterlasse euch mal ein paar Eindrücke. So, also ich bin ja jetzt noch etwas außerhalb dieses Camps. Man kann sich hier jederzeit in einem Waldstück so ein bisschen spazieren gehen. Und das mag ich besonders hier. Man kann sich also jederzeit einfach zurückziehen, wenn man einfach nur die Natur genießen will. Sich mal an den Baum lehnen und nichts weiter tun als zu hören, ist eigentlich eine fantastische Sache. Um das Ganze zu managen, teilen wir uns quasi in Clane auf. Das sind dann vielleicht 2, 3 Familien, das war es aber dann schon. Und die Clane machen dann ihr eigenes Ding. Jeder Clan hat eine Aufgabe, jeden Tag, das rotiert dann praktisch. Mal muss man für die 120 Leute was kochen, mal ist man eben der Raumclan, der sich um die Hygiene und so weiter kümmert, um Toiletten und so weiter. Oder ein anderer Clan kümmert sich ums Feuerholz, so läuft das ab. Und das ist ganz spannend, man arbeitet da zusammen. Man arbeitet im Team und ich mag das. Dadurch ergibt sich eine Dynamik nach ein paar Tagen und die ist zuweilen äußerst interessant. So hat jetzt jeder Clan ein einzelnes Tarp aufgespannt und um dieses Zentrum herum werden dann die einzelnen Zelte aufgestellt. Und so leben die Leute dann innerhalb des Clans für eine Woche lang zusammen, lernen sich da kennen, arbeiten zusammen, reden miteinander und diskutieren. Und oft schon habe ich da ganz neue Erfahrungen machen können, die mir auch weitergeholfen haben im Leben. Ja, und das hier ist jetzt zum Beispiel unser Clan. Aktuell ist hier keiner da. Schauen wir mal schnell. Wir haben uns hier nämlich so ein Tarp aufgebaut. Da kann dann jeder auch bei Regen noch drunter liegen. Okay, wenn ein Sturm kommt, müssen wir das noch ein bisschen besser abspannen. Aber so ist es eine gemütliche Sache. Wir haben hier eine kleine Feuerstelle. Und ich konnte natürlich auch meine Buschbox mitnehmen und so weiter. Ja, und dann drumherum stehen eben die Zelte, hier meins, und das ist einfach mal eine Woche was anderes. Guten Morgen, und so beginnt jeder Tag für mich mit Feuer machen, wo ich so richtig drauf eingehe. Ich mag das sehr. Und die anderen sind jetzt beim Frühstück. Ich habe mich aber entschieden, nicht zu frühstücken für diese Woche. Alles gut. So habe ich Zeit, zu mir zu kommen. Mache hier schon mal das Feuer, dann freuen sich die anderen. Ja, und die Kinder fühlen sich natürlich hier super wohl, ne? Es entstehen Freundschaften und es sind auch Jugendliche, also eigentlich Menschen aller Altersklassen sind hier. Alte Leute wie ich, ne? Aber auch 18-Jährige, Jugendliche, 16-Jährige, die haben ihren ganz eigenen Clan und machen ihr komplett eigenes Ding. Das macht es aus. Es bildet sich für eine Woche eine Gemeinschaft. Und die Leute halten zusammen. Auch wenn es knifflig wird oder wenn die Arbeiten mal echt anstrengend sind. Es hat einfach ganz andere Aspekte als das Alltagsleben.
Man lernt jedes Jahr neue Leute kennen. Und das ist ja auch sowas, was ich echt schätze, ähnlich wie bei den großen Märschen, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt. Und ja, das Clanleben hat natürlich verschiedene Auswirkungen, ne? Beispielsweise alleinstehende Mütter mit ihren kleinen Kindern zum Beispiel, die könnten da in einem Clan auch eine Entlastung erfahren, einfach weil der Clan für die eine Woche zusammenhält und da eben wirklich Teamarbeit auch angesagt ist. Ja, also, das wollte ich euch bloß kurz erzählen, wie das so ein bisschen strukturiert ist. Es gibt dann natürlich auch immer wieder Treffen im großen Stamm. Es gibt hier auch viele Experten, die sich auch wirklich auskennen. Also man kann zum Beispiel lernen, wie macht man Feuer, wenn man gar nichts hat. Oder also weder ein Feuerstahl noch ein Bowdrill und so weiter. Dann lernt man, wie man sich das anfertigt. Man kann lernen, Spuren zu lesen. Man kann über die Waldflora und Fauna was lernen. Da gibt es dann auch extra einen Spezialisten, der eine Tour mit einem macht. Also es ist wunderschön. Wenn ihr so wie ich seid, ich liebe so ein bisschen Feuer, ne? Ey, dann sind die 7 Tage für euch garantiert super. Denn ihr nehmt einfach eure Buschbox mit, könnt in eurem Clan Feuer machen. Oder in einer Feuerschale, muss jetzt keine Buschbox sein, aber ich nehme die gern mit. Kinder, die praktisch zu alt werden, sage ich mal, um jetzt dann noch mit Familien und mit Kleinkindern in so einen Clan zu gehen, da gibt es einen eigenen Jugendclan. Und die Jungs und Mädels da, die drehen ihr komplett eigenes Ding. Also Eltern, die mitgehen, sind halt in einem anderen Clan und haben gar nichts mit denen zu tun. Okay, also das ist zum Beispiel auch sowas, was wirklich super ist. Und meine älteste Tochter ist jetzt mittlerweile auch schon zu alt für diesen Jugendclan. Die geht aber trotzdem mit und geht dann eben wieder in einen normalen Clan. Also so geht es so generationenmäßig. Eine fantastische Geschichte, Leute. Sehr, sehr schön. Also es ist schwierig, das mit Worten auszudrücken, was das hier alles bietet. Ne? Für mich sind es immer wieder neue Eindrücke, neue, wie soll ich sagen, neue Eingaben, die mir auch was bringen für mein Leben. Ne? Neue Denkweisen, die ich dadurch bekomme, einfach weil man so viele Leute trifft mit so verschiedenen Aspekten. Ne? Und das nehme ich halt jedes Mal mit von dem Wildniscamp. Es gibt übrigens auch Frauen- und Männerkreise, auch extrem sinnvoll. Und das weiß ich zufällig, hat schon vielen Leuten auch wirklich was gebracht. Also ich kann das nur empfehlen. Ich bin auch schon mal hierher gewandert. Das will ich unbedingt irgendwann mal wiederholen. Ich bin von München Hauptbahnhof aus nach Wasserburg gelaufen und dann halt noch hierher. Wo das genau ist, das will ich jetzt im Video nicht verraten. Aber wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr mich mal per E-Mail an meinem Kanal kontakten und ich würde euch dann da weiterhelfen, wenn ihr Interesse habt, selber mal in so ein Camp zu gehen. Es ist ein Traum. Manche stellen sich ja vor, dass das irgendwie militärischer Drill wäre oder sowas. Aber nein, Leute, das ist alles Quatsch. Läuft easy ab. Und ja, die Leute sind alle vertrauenswürdig. Da braucht ihr gar keine Angst haben. Und wenn jemand mal keine Lust hat oder vielleicht schlafen will, sich ausruhen muss, weil irgendwas nicht stimmt, ne? Weil man sagt, okay, es ist nicht ganz stimmig, ich kann jetzt keine volle Leistung geben oder so, ich kann jetzt kein Holz hacken, ja, dann ist es halt so. Dann helfen sich die Menschen im Clan untereinander aus und dann klappt es eben so. Niemand ist zu irgendwas gezwungen, aber es gibt ganz viele Angebote. Was auch noch zu sagen gibt ist, wer sich irgendwie Sorgen macht wegen der Hygiene oder so, es gibt hier Warmduschen und die werden durch Solarenergie und ich glaube auch durch die Abwärme eines Kuhstalles beheizt. Also du hast hier den vollen Luxus im Grunde genommen wieder heim. Es gibt eine Dusche, die Warmwasser bereitstellt und dadurch angenehmes Duschen ermöglicht. Irgendwann entwickeln sich da auch Freundschaften, die dann auch außerhalb dieses Camps entstehen. Also zum Beispiel so ein paar
Mitläufer unserer Mammutmärsche und so weiter oder auch der Marathons, die wir gemacht haben im Winter. Ja, das sind Leute, die ich hier anstecken konnte mit dem Wandervirus. Und wir haben uns dann im Winter getroffen und haben diese Touren gemacht. Also ganz fantastische Sache, Leute. Ja, und hier bei der großen Stammesküche, da gibt es natürlich alle möglichen Getränke und die gibt es dann den ganzen Tag. Das ist top. Da werde ich mir jetzt gleich mal einen Kaffee holen. Heute ist ja ein bisschen ein verregneter Tag und da müssen ja die Leute trotzdem auch genügend zu tun haben, ne? Dass man nicht nur in den Zelten versauert. Und da schauen wir jetzt mal, was die Leute hier heute alles so machen und was es so für Angebote gibt an so einem regnerischen Tag. Bei dem Naturmuseum kann jeder seine Fundstücke aus dem Wald hier ablegen, damit die anderen das auch sehen können. Und in der Regel sammelt sich diese Bank hier dann bis Ende der Woche mit Fundstücken an, wie zum Beispiel hier. Also man kann ja viel aus Feuer machen. Und hier sieht man jetzt mal, wie eine Schüssel entsteht. Durch stundenlange Feinarbeit. Immer wieder mal draufblasen und heiße Kohle drauflegen, sodass die sich langsam in diesen Baumstamm hier reinbrennt. Sehr viel Geduld braucht man dafür. Ich habe die meistens nicht. Und so gibt es auch einen Spieleclan, der dann praktisch jeden Tag durch das Zeltdorf läuft und die Kinder einsammelt und mit denen spielt. Und so werden Eltern hier auch entlastet in dieser Woche. Tag wie jetzt heute zum Beispiel, da könnt ihr jetzt sehen, dass ganz viele sich einfach schminken lassen. Und auch am nächsten Tag gibt es wieder ganz interessante Sachen. Heute zum Beispiel können wir, glaube ich, mal sehen, wie man Feuer mit dem Bowtrail macht. Ja, der Bodensee ist echt schön. Da bin ich nett mit der So, und dann machen wir die Lavendel-Fraktion, kriegt das da. Meistens das ist eigentlich. Das ist der Mann. Ja Leute, das war jetzt mein kurzer Bericht von der wilden Familie, eine Veranstaltung der Wildnisschule Chiemgau. Ich habe da natürlich nur eine ganz kleine Auswahl der möglichen Aktivitäten gezeigt. Da gibt es noch viel mehr zu machen. Wenn euch das mehr interessiert, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder subscribe vielleicht. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten, ja, ich wünsche euch viel Spaß. Meine Woche hier ist jetzt vorbei und ich freue mich schon tierisch wieder mit Christa zu touren. Also macht's gut, bis zum nächsten Video.